Makeover Out and Above ist die erste Einzelausstellung der in Berlin lebenden Künstlerin Clara Lieden hier in der Schweiz. Clara Lieden ist eine Künstlerin, die sich seit sehr, sehr vielen Jahren, also genauer gesagt seit den frühen 2000er Jahren, vor allem mit Fragen des öffentlichen Raums auseinandersetzt, aber auch privaten Raums. Wie sind diese Räume definiert? Welche gesellschaftlichen Konventionen und Normen definieren diese Räume und wie bewegen wir uns durch diese Räume? Sie arbeitet mit ganz unterschiedlichen Medien, vor allem aber auch im Bereich der Skulptur, der Installation, macht auch oftmals architektonische Interventionen, sowohl im öffentlichen Raum als auch im institutionellen Rahmen. Ausgangspunkt für Clara Liedens Arbeiten sind immer der eigene Körper, wie er sich durch diese öffentlichen, privaten, aber auch institutionellen Räume bewegt. Es geht oftmals darum, wie wir auch gewisse öffentliche Räume, die vielleicht gar nicht mehr uns zu eigen sind, sondern mittlerweile privatisiert wurden, wie wir diese Räume auch wieder für uns zurückgewinnen könnten. Vielleicht auch nur für einen kurzen Moment. Dafür geht sie dann oft auf die Straßen in verschiedenen Städten, je nachdem, wo sie auch gerade ihre Ausstellungen entwickelt und realisiert ganz unterschiedliche performative Aktionen. Hier in Zürich hat sie auch im 2. Stockwerk eine neue Reihe ihrer Dia-Projektionen gemacht. Das sind grobkörnige Schwarz-Weiß-Projektionen von performativen Aktionen, die sie hier in Zürich, aber auch in ihrem Atelier in Berlin gefilmt hat und dann in handgemachte Dias übersetzt hat. Also das sind dann wirklich Videostills, die sie aus mit dem Handy gefilmten Videos entnimmt, die druckt sie dann mit einem Tintenstrahldrucker auf Folie, schneidet die mit der Hand aus und montiert sie dann in einem Diarahmen. Also es sind wirklich so analog handgemachte Dias, die fast an so diese Komik von schwarz-weißen Stummfilmen erinnern oder so slapstick-artige Momente auch wiedergeben und sie eben auch immer im öffentlichen Raum zeigt, wie sie so vielleicht bei Handlungen und Aktionen, die vielleicht nicht so ganz konventionell sind und immer auch die Frage verhandeln, wie können wir uns von gesellschaftlichen Normen, Regeln und Konventionen befreien und diese ein bisschen überwinden, wenn auch nur für einen Moment. Die Ausstellung ist die erste Ausstellung von Clara Lieden in der Schweiz. Wir bringen hier vor allem auch Neuproduktionen in die Kunsthalle Zürich. Punktuell werden diese Arbeiten auch von Leihgaben oder älteren existierenden Arbeiten ergänzt. Auf beiden Stockwerken gibt es zwei ganz tolle, großformatige skulpturale Arbeiten. Die Arbeit, in der ich mich aktuell befinde, ist eine ihrer neuen skulpturalen Arbeiten, die sehr raumgreifend ist. Eine Arbeit, die aus gefundenen Architekturen sozusagen besteht. Ich befinde mich hier gerade in einem Schutzgang, wie er eigentlich auf Baustellen dem Schutz von Fußgängerinnen und Fußgängern dient. Was vielleicht das Besondere an dieser Arbeit ist, dass sie nicht im traditionellen Sinne oder skulpturalen Sinne einfach nur eine Skulptur ist, der wir im Raum begegnen und die wir einfach von einer Seite betrachten, sondern dass es wirklich eine skulpturale Arbeit ist, die auch sich dadurch entfaltet, dass wir uns dazu verhalten. Das heißt, eine Skulptur, die auch ihre Wirkung erst bekommt, wenn wir um sie herumgehen, durch sie gehen in diesem Fall auch und auch immer unseren eigenen Körper in Relation dazu setzen. Die Arbeiten sind auch also eigentlich mit Originalspuren in dem Fall aus der Stadt, in der sie ursprünglich gestanden, überzogen. Also die Graffitis, der Spur, diese ganzen Verschleißerscheinungen, die sind auch immer Teil der Arbeiten von Clara Lieden. In Dialog gesetzt sind sie auch mit ein paar älteren Arbeiten, beispielsweise diese Leuchtkästen, die hier im Raum hängen. Das sind ebenfalls Arbeiten, die Clara aus dem öffentlichen Raum entwendet, aber dann auch nicht einfach in den Ausstellungsraum überführt, sondern schon auch immer noch die Farbe abkratzt. Also sie sind eigentlich Leuchtkästen, die vielleicht zu Werbezwecken von Banken gedient haben, EC-Automaten, ein Leuchtkasten gehörte der Berliner Zeitung und das sind jetzt alles Spuren, die hier nicht mehr zu sehen sind, aber es sind natürlich immer noch die ganzen Stickers, Graffitis und quasi diese Spuren, Gebrauchsspuren oder Spuren des Alltags sind ebenfalls immer Teil dieser Arbeit.
eine neue Arbeit, die auf beiden Stockwerken zu sehen ist auch die neue skulpturale Arbeit der Untitled Holes. Holes, also wie das englische Wort für Löcher, sind quasi diese runden Betonkreise, die witzigerweise eigentlich das genaue Gegenteil von Holes sind, also von Löchern, sondern es sind eigentlich die Positivformen eines Loches. Wenn man im öffentlichen Raum oder auf Baustellen quasi für Kanaldeckel oder sonstige Bauarbeiten mit einem großen Bohrer ein Loch bohrt, dann nimmt man da quasi natürlich sehr, sehr viel Material raus. Und Clara nimmt diese Betonblöcke und setzt die hier in den Ausstellungsraum, und wo sie dann quasi auch ihrer eigentlichen Funktion oder ihrer eigentlichen Kontext entwendet werden und dann hier zu skulpturalen Arbeiten werden. Im zweiten Stockwerk der Ausstellung gibt es ebenfalls zwei großformatige Skulpturen, die aus ebenfalls genutzten Bauzäunen gebaut wurden, die auch in ihrer ganzen Erscheinung auch sehr stark an die Minimal Art der 60er und 70er Jahre erinnert, so wie auch die Schutzgänge unten im ersten Stock der Ausstellung. Und dort entfalten sich diese Kuben auch, also bilden quasi eine Art Parcours, durch die man sich hindurch bewegt. Die Kuben sind auch quasi direkt an den Eingang der Ausstellung gesetzt und vor die beiden Fenster des Ausstellungsraumes und verdecken so eigentlich auch nochmal den Blick nach außen. Also es geht sehr stark auch um diese Fragen von Ausschlussmechanismen und Zugänglichkeit. Die Kuben sind geschlossen, wir können nicht hinein, wir wissen nicht, was sich dahinter befindet. Und durch diese Positionierung im Raum der Kuben im zweiten Stock beispielsweise entstehen natürlich auch immer wieder neue alternative Räume, Nischen, Gänge, die wiederum auch nochmals ein paar Arbeiten von Clara Lieden beinhalten oder beherbergen. Eine davon ist eine Mülltonne, eine Leihgabe von der Stadt Luxemburg, eine große silberne Tonne, die Teil von ihrer fortlaufenden Serie Untitled Trash Cans ist. Das ist eine Sammlung an verschiedenen Abfallbehältern, Mülleimern, die unterschiedlichen Städten entnommen wurden, sei es Berlin, Stockholm, Zürich, New York, alle Städte sind vertreten. Und in dem Fall haben wir jetzt einen Abfallbehälter genommen, der eben eigentlich in Luxemburg zu finden ist, aber auch punktuell in Berlin. Und ja, gewissermaßen funktionieren diese Abfallbehälter, die ja dann hier komplett im Ausstellungsraum dem Kontext entnommen werden, ihrer Funktion entledigt werden und einfach so als Objekte im Raum stehen und als Skulpturen wahrgenommen werden können, funktionieren aber gewisserweise auch immer noch als so Porträts der eigentlichen Herkunftsorte. Für mich war eigentlich ganz klar, dass ich gerne so den Auftakt meines Programms als neue Direktorin der Kunsthalle Zürich wahnsinnig gerne mit Clara Lieden machen wollte. Clara Lieden ist eine Künstlerin, die sich wirklich seit den frühen 2000er Jahren mit Fragen von öffentlichem Raum auseinandersetzt, die natürlich auch Fragen sind, die uns hier im institutionellen oder musealen Kontext immer auch betreffen. Die Kunsthalle Zürich hat sich auch über die letzten 4 Jahrzehnte ihres Bestehens immer wieder neu erfunden und ist gewisserweise ja auch ein öffentlicher Raum, der ja auch immer wieder mit jeder Ausstellung durch die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, die eingeladen sind, neu gedacht wird, neu definiert wird und neu verhandelt wird.